Namaste. Namaste. Thank Namaste. you for joining me today. Danke, dass ihr I know heute that bei this mir is a very seid. deeply concerning time Ich for many weiß, dass people. dies für viele And this Menschen is eine what Zeit ist, die ihnen prompted sehr viele Sorgen bereitet. Und prompted us das hat to- mich dazu to, veranlasst, hat uns dazu veranlasst, initiate this opportunity of diese writing letters and Gelegenheit, responding to them Briefe by zu schreiben, auf die video. ich dann antworte, per So Video welcome to you. Thank zu you for schaffen. joining us. Willkommen an euch alle Everyone's attention und danke, dass is ihr on dabei this, seid. Period of Die the Aufmerksamkeit spread or aller the, ist auf diesen pandemic Zeitraum coronavirus. der Ausbreitung Now, oder der I Pandemie don't des want to Coronavirus be gerichtet. addressing what we should do at a medical Und level ich now, möchte because I mich feel nicht that darauf we've beziehen, all, was wir auf medizinischer been Ebene given tun sollten. Denn ich habe das guidance, Gefühl, dass wir alle from the ausreichend governments, Anleitung von den from Regierungen, experts, von den Experten from the caring staff, the many und nurses, von dem fürsorglichen medizinischen Personal, den Krankenpflegern und den Ärzten, den Pflegern, Betreuern in aller Welt erhalten haben. So viele wunderbare Menschen haben sich freiwillig gemeldet und setzen sich ein und riskieren dabei ihre eigene Gesundheit, um denjenigen zu helfen, die einen großen Bedarf haben. Ich danke euch allen so sehr aus unserem Herzen und ich glaube, ich spreche für Millionen von Menschen in aller Welt, wenn ich sage, wir danken euch, seid gesegnet, wir danken euch aus ganzem Herzen. Heute werde ich einige der Briefe lesen, die eingegangen sind, und ich hoffe, dass sie in welcher auch Weise auch immer sie dienlich sein können. Und ich hoffe, dass sie die Last der Sorgen und Angst lindern können, die genauso weit verbreitet ist, wenn nicht sogar mehr verbreitet ist, als das tatsächliche Virus. Ich danke euch für euren Segen, für eure Briefe, eure Aufmerksamkeit, für eure Gegenwart. Lasst uns anfangen. Erst möchte ich sagen, dass eine wunderbare Gruppe aus Menschen sich gemeldet haben, um die vielen E-Mails und Briefe durchzusehen, die eingegangen sind, und dass diese Gruppe eine Reihe von Briefen ausgewählt hat, die sie für geeignet halten, dass ich sie lese. Ich lese sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Fangen wir mit dem ersten Brief an. Hier heißt es: Ich liebe dich, ein wunderbarer Anfang. Ich bin bei dir und du bist bei mir, in allem, in nichts. Ich bin eine Welle in deinem Ozean. Mein Gebet lautet, mit dem Ich selbst vollständig zu verschmelzen und Arroganz und Ignoranz in diesem Haus vollständig loszuwerden. Ich danke dir für alles. Ich liebe dich, Mischko. Erstens muss ich sagen, dass diese Briefe, die wir eingeladen haben, dass diese Einladung nicht an den ganzen offenen Raum der YouTube-Zuschauer ging, sondern zuallererst an die Abonnenten und diejenigen, die meine Videos über die Jahre angeschaut haben. Denn ich hatte das Gefühl, dass insbesondere jetzt, dass wir die Gruppe der Menschen, die wir einladen sollten für diese Briefe, dass es das einfacher machen würde, auf diese Briefe zu antworten. Also wir hören wahrscheinlich von Leuten, die auf ihrer Reise der Selbstentdeckung weiter fortgeschritten sind, ihrer Reise in der Suche nach der Wahrheit, der Erkenntnis des Selbst und der Entdeckung des Gott selbst in unserem Inneren. Das ist also der erste Brief, der fängt so an. Ich lese ihn noch einmal. Ich liebe dich, ich bin bei dir und du bist mit mir in allem und in nichts. Ich bin eine Welle in deinem Ozean. Mein Gebet lautet, vollständig im Ich selbst zu verschmelzen. Was bedeutet das, Ich selbst?
the I source. Es bedeutet wirklich in der Ich-Quelle zu verschmelzen. Das Ich selbst bedeutet in der eigenen Quelle zu verschmelzen, die vor allen Anfängen und Enden bereits da ist. Das bedeutet, zu dem eigenen Gott selbst, zu der ursprünglichen Natur zurückzukehren. Das ist das Gebet, was Mischko hier spricht. Mein Gebet lautet, vollständig in Ich selbst zu verschmelzen und alle Arroganz und Ignoranz in diesem Haus loszuwerden. Mischko bezieht sich dabei auf den Körper, wenn er oder sie das Haus sagt. Ich lebe in diesem Haus, ich bin nicht das Haus, ich weile in diesem Haus. Hilf mir, frei von Arroganz und Ignoranz zu sein. Ignoranz ist eine Schlange, von der alle Lebewesen gebissen worden sind. Ignoranz bedeutet, sich nicht bewusst zu sein, sich nicht dessen bewusst zu sein, was wir sind, was wir in Wahrheit sind. Das bedeutet Ignoranz. Arroganz bedeutet, an das eigene Ego zu glauben, an das falsche Selbst, darauf stolz zu sein, sich sehr stark damit zu identifizieren und das für das eigene Selbst zu halten. Mischko bittet darum, frei von Arroganz und Ignoranz zu sein, damit ich mit meiner ursprünglichen Natur verschmelzen möge. Das ist ein wunderbares Gebet. Möge dein Gebet erfüllt werden. Ich möchte ein wenig mehr darüber sprechen. Befreie mich von Arroganz und Ignoranz in diesem Haus. Arroganz und Ignoranz entstehen aus dem falschen Selbst, aus der falschen Identität. Und solange wir, in der Tat ist das Gefühl von Ich in uns ursprünglicherweise keine Person, kein persönliches Selbst. Das Gefühl Ich stand für Bewusstsein. Ich Bewusstsein bin. Das Gefühl von Ich-Bewusstsein bin und ich beziehe mich auf dieses Bewusstsein als Kind des Absoluten. Ihr könnt das auch das Christusbewusstsein, das Shiva-Wesen, das Krishna-Bewusstsein nennen. Es gibt viele Wörter dafür. Wir bezeichnen dies als das aktive Bewusstsein. Das manifestiert sich im Körper als das Gefühl von Ich. Und dieses Ich benutzt den Körper, um das Erfahren durch die Sinne und durch den Verstand zu erleben. Aber es ist irgendwie nicht die ultimative Wahrheit. Und deshalb entsteht daraus der Glaube, ich bin diese Person. In der Tat ist im Körper keine wirkliche Person. Was sich im Innern des Körpers befindet, in unserem dynamischen Zustand, ist Bewusstsein. Wenn wir uns über unsere wahre Natur nicht im Klaren sind, dann glauben wir, dass wir das Körper-Geist-System sind oder die Konditionierung des Ego. Das Gebet hier lautet also, frei von Arroganz und Ignoranz von meinem wahren Selbst zu sein, Arroganz, der Glaube, etwas Besonderes zu sein, und darum zu bitten, in der ursprünglichen Natur zu verschmelzen, nicht vom Ego getäuscht zu werden. Sei es so. Ein wunderbarer Brief, eine wunderbare Bitte, ein wunderbares Gebet. Danke dir. Dear Mooji, our grandchildren, we took care of them for 5 years. Unsere Enkel, wir haben uns 5 Jahre lang sie in unserem Haus gekümmert. Sie leben jetzt bei ihren Eltern. Die Eltern sind schrecklich, schrecklich. Uns tut diese Situation im Herzen sehr weh. Wir haben alles versucht. Mooji, was ist das Beste, was wir tun können, um diese Kinder zu retten? Danke dir und Segen die Großeltern. Ein sehr ungewöhnlicher Brief, aber ein Brief, der
sehr stark aus dem Herz von jemandem entstanden ist. Noch einmal, lieber Mooji, unsere Enkel, wir haben uns 5 Jahre lang um sie in unserem eigenen Haus gekümmert. Sie leben jetzt bei ihren Eltern. Ich gehe davon aus, dass die Eltern die Kinder der Großeltern sind. Die Großeltern, die Eltern, die die Kinder der Großeltern sind schrecklich, schrecklich. Sie betont das zweimal. Oder sie betonen das zweimal. Wir tragen wegen dieser Situation viel Schmerz in unserem Herzen. Und offensichtlich, es ist klar, dass da ein Mangel an Harmonie besteht, ein Unglücklichsein. Was sollen sie tun? Wir haben alles versucht. Mooji, was ist das Beste, was wir tun können, um diese Kinder zu retten? Ihr habt es bereits angefangen, indem ihr diesen Brief geschrieben habt. Und natürlich aus meinem Herzen stelle ich fest, dass ich bereits bete, dass ich möchte, dass diese Situation, diese Umgebung gesunder, harmonischer wird. Und zwar so, wie die Großeltern diese Liebe für die Kinder hatten. Ich weiß nicht, wie das Situation gekommen ist. Es sieht so aus, dass die Eltern nicht in der Situation sind, damit zurechtzukommen. Und sie waren in der glücklichen Lage, ihre eigene Mutter und ihren eigenen Vater zu haben, die bereit waren, sich zumindest einige Zeit lang um die Kinder zu kümmern. Es ist klar, dass ihr, die Großeltern, es genießt, die Kinder bei euch zu haben. Ihr liebt sie, ihr habt alles für sie getan. Aber sie sind zu ihren leiblichen Eltern zurückgekehrt. Und ihr sagt jetzt, diese Eltern sind schrecklich. Ich weiß nicht, auf welche Weise sie schrecklich sind. Ihr sagt, sie sind schrecklich, schrecklich. Uns schmerzt diese Situation in unserem Herzen. Manchmal ist das im Leben einfach so. Es kann sich so abspielen, dass die Menschen, die du liebst, die dir wichtig sind, dass sie jetzt eine sehr schlechte Situation erleben, in der sie vielleicht missbraucht werden, in der sie unglücklich sind, all diese Dinge, und du siehst das und du kannst überhaupt nichts tun. Du kannst ihnen nur das Beste wünschen und für sie beten. Und ganz natürlich bete ich dafür, dass diese Situation sich wenden wird. Aber ich möchte dir etwas sagen, was vielleicht nicht alle so einfach hören können. Vertraue auf Gott in dieser Sache. Wir wissen aus unserem eigenen Verständnis nicht, warum diese Dinge passieren. Ich muss sagen, dass in meinem eigenen Fall so viele Dinge, die ich vom Leben gelernt oder gewonnen habe, dass die auf sehr schmerzliche Weise zu mir gekommen sind. Durch Leiden, durch Schwierigkeiten, Einschränkungen. Ich könnte Beispiele dafür nennen. Aber wisst ihr, später, da bin ich dahin gekommen, dass ich das zu schätzen gelernt habe. Und zwar schätze ich das so sehr, dass ich diese schwierigen Zeiten durchgemacht habe. Und ich glaube, die größten Lektionen, die ich im Leben gelernt habe, die habe ich durch schmerzvolle Erfahrungen gelernt. Und natürlich würden wir niemals um derartige Dinge bitten. Auf uns selbst gestellt, wenn wir um das bitten sollen, was wir gut für uns halten, dann bitten wir immer um die Dinge, die wir genießen. Aber Gott weiß es besser. Und manchmal werden uns Dinge gegeben, die wir nicht sofort genießen, die schmerzhaft sind, die vielleicht schmerzhaft sein sollen, die uns von anderen zugefügt werden. Und ihr könnt sehen, dass sogar die Eltern selbst für ihre Kinder auf der Oberfläche für ihre Kinder vielleicht nicht gut sein können, dass sie vielleicht nicht in der Lage sind, wirklich liebevoll und gütig zu sein im Moment. Aber im Gesamtbild, da beten wir dafür, dass die Kinder daraus
daran wachsen werden, wie wir für uns selbst erlebt haben, dass wir durch schwierige Situationen, durch Herausforderungen wachsen. Ich bete für diese Kinder, dass das für dieses Ergebnis, und es kann aber sein, dass die Kinder so einige weitere Jahre leben müssen. Das berührt mein Herz. Aber heute spreche ich dieses Gebet, möge diese Kinder und auch ihre Eltern und auch ihre Großeltern eine größere Harmonie finden, die ihrem Leben wirklich dient von jetzt an. Und wisst ihr, jeden Tag passieren Wunder. Ich sehe es selbst und ich bin offen dafür, es zu sehen. Denn wisst ihr, die Wunder geschehen dennoch. Aber wenn du sie nicht bemerkst, dann geschehen sie nicht. Deiner Erfahrung nach geschehen sie nicht. Aber Wunder jeder Art, verschiedene Art, geschehen jeden Tag. Was für dich wunderbar ist, wenn du die Augen erhältst, das zu sehen und das zu schätzen. Ich wünsche euch allen das Beste. Ihr seid gute Menschen mit einer großen Liebe, großem Mitgefühl. In dieser Zeit in eurem Leben, wenn für viele Menschen in eurem Leben es häufig eine Zeit ist, wo ihr mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit genießen könnt, um Dinge zu tun. Ihr habt diese Zeit euren Enkeln gewidmet und zumindest habt ihr ihnen, ich glaube, 5 Jahre gegeben von eurer Liebe, eurer Freude. Und eure Enkel werden weiterhin davon Nutzen haben, über eure Gegenwart hinaus. Was ihr diesen Kindern mit eurer Liebe, eurer liebevollen Fürsorge gegeben habt, das dient ihnen sogar jetzt. Segne sie, Gott segne euch alle, Gott segne die Eltern, die offenbar einen Männersegen benötigen. Segne euch alle, ich wünsche euch, das wäre nur das Beste. Vielen Dank. Dearest Mooji, liebster Mooji, in den Tiefen meiner eigenen Stille habe ich keine Angst vor dem Tod. Und deshalb habe ich auch keine Angst vor dem Leben. Wie kann ich diese innere Erkenntnis mit Familie und Freunden teilen, die sich in Panik befinden und von Angst und Leiden während dieser Momente verzehrt werden? Mit ganz viel Liebe, Laura. Noch einmal, in den Tiefen meiner eigenen Stille, habe ich keine Angst vor dem Tod. Wenn jemand entdeckt oder entdeckt hat, seine eigene wahre Natur entdeckt hat, wie gesegnet ist das? Nicht die Ego-Natur, nicht die Natur der Person, sondern die eigene spirituelle Natur. Und das ist im Leben möglich, deine wahre Natur zu entdecken. Laura gibt zu, dass sie keine Angst vor dem Tod hat. Denn sie sieht ganz deutlich, was ich bin, kann nicht sterben. Das ist nicht nur eine Überzeugung, sondern das ist der Beweis, dass nur dein Herz wissen kann, sobald du diese Gnade erhalten hast, das zu erkennen, entweder durch deine spirituelle Praxis oder durch dein Vertrauen auf Gott, diese Sicherheit erlangt hast, dass das, was ist, das Leben nicht sterben kann, dass der Tod nicht leben kann, das Leben nicht sterben kann. Und dass sich das Leben auch um das Leben kümmert. Du wirst das entdecken. Und es ist ganz deutlich, dass dies ein Brief von jemand ist, der sich so stark in seiner eigenen Reise der Selbstentdeckung befindet. Wie kann ich diese innere Erkenntnis jedoch, diese Tatsache über mich selbst, wie kann ich diese innere Erkenntnis mit Familie und Freunden teilen, die sich in Panik befinden und in diesen Momenten von Angst und Leiden verzehrt werden? Versuche nicht, dies durch Worte zu teilen. Benutze diese Worte nicht. Sag ihnen nicht, schaut mal, ich habe keine Angst. Ich habe meine wahre Natur erkannt. Das müssen wir nicht sagen.
Derjenige, der für die Wahrheit erwacht ist, without doing any research on others, they instinctively, intuitively, spontaneously weiß intuitiv, instinktiv, spontan, ohne darüber Studien angestellt zu haben, wie er mit anderen, die diesen Grad der Selbsterkenntnis nicht erreicht haben, sein kann, sich verhalten kann. Das ist auch eine der Dinge, an denen du ein reifes Wesen erkennst, dass dieser Mensch sein spirituelles Wissen nicht demonstriert, nicht damit angibt. Und so tust du das auch. Wie kann ich diese innere Erkenntnis mit Familienmitgliedern und Freunden teilen? Erstens, indem du dein eigenes natürliches Selbst bist. Und diese Freunde, diese Familienmitglieder, die sich in Panik befinden und von Angst und Leiden verzehrt werden, woher kommt diese Angst und dieses Leiden? Hauptsächlich davon, sich nicht seiner wahren Natur bewusst zu sein. Ich meine damit nicht mental bewusst zu sein, sondern spirituell bewusst zu sein. Also in deinem Leben zu wissen, was wahr ist, was nicht wahr ist. Du weißt, was dauerhaft ist und was vorübergehend ist. Wenn du das weißt, dann wird die Angst dich verlassen. Du wirst alle Dinge als das natürliche Entfalten akzeptieren in der natürlichen Welt. Und du wirst wissen, dass das, was du bist, nicht sterben kann. Wenn du das nicht bist, weißt und nur glaubst, dein Körper-Geist-System, deine Person und seine Konditionierung zu sein, dann ist das natürlich nicht genug. Vielleicht ist es genug, um das Leben in einem gewissen Grad zu genießen, aber es ist nicht genug, um diesen Seelenfrieden und dieses wahre Glücklichsein zu gewinnen, die kommen, wenn du die Wahrheit deiner selbst entdeckst. Deshalb fragst du, wie kann ich diese innere Erkenntnis mit Familienmitgliedern und Freunden teilen, die sich in Panik befinden und in diesen Momenten von Angst und Leiden verzehrt werden. Von welchen Momenten sprichst du? Lasst uns annehmen, dass du von dieser gegenwärtigen Zeit sprichst, von den Neuigkeiten über Coronavirus und wie viele Menschen in verschiedenen Ländern sterben. Dadurch entstehen mit Sicherheit Panik, Stress, Belastung und Angst im Verstand von Menschen, die nicht viel Zeit damit verbracht haben, über ihr eigenes Leben zu reflektieren und ihre eigene wahre Natur. Das ist keine Anschuldigung. In der Tat möchte ich dir sagen, dass so viele Menschen in aller Welt sich nicht in Panik befinden, nicht in Angst befinden. Sie haben natürlich Sorgen, Bedenken, und sie haben Mitgefühl, sowohl für alle, die krank sind, und auch für die Möglichkeit, dass sie selbst krank werden könnten. Und das ist ganz verständlich. Aber verwechsel das nicht mit der Notwendigkeit, Angst zu haben. Angst entsteht dann, wenn wir uns verloren fühlen, wenn wir das Gefühl haben, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was passieren wird. Aber in Wahrheit wissen die meisten Menschen nicht, was passieren wird. Die meisten von uns glauben nur, sie wüssten, was passieren wird. Und daraus ziehen sie eine momentane Bestätigung. Die Welt ist ein kollektives Gefühl der Krise gestürzt worden. Die Menschen haben Angst um ihr Leben, sie fragen sich, was sie essen sollen, was passieren wird, ihr Geld geht zu Ende, sie machen sich Sorgen. Aber ich möchte dir sagen, dass alles, was in der Welt passiert, von den größten bis zu den kleinsten Dingen, das wird irgendwie in Gottbewusstsein gehalten. Es ist nicht, dass alles auseinanderfällt und du weißt nicht, was passiert, die Welt geht zu Ende und all diese Sachen. Das Coronavirus ist mit Sicherheit ein Ausbruch. In einigen Orten ist es jetzt gestoppt worden, aber für viele Menschen ist es ein sehr bedrohliches Phänomen zurzeit. Und es ist verständlich, auf der Ebene, auf der wir an Neuigkeiten und Informationen gewöhnt sind, dass die Menschen sich in Panik fühlen mit den Dingen, die wir hören. Und das wird eine Zeit lang so weitergehen. Aber ich möchte euch sagen, dass keine Notwendigkeit besteht, Angst zu haben. Nichts kann gegen den Willen Gottes, des Höchsten, geschehen. Du bist vielleicht kein religiöser Mensch oder kein spiritueller Mensch oder glaubst nicht. Das ist in Ordnung.
Aber ich muss sagen, von meinem Ort des Sehens und von meinem Verständnis, dass alles in Ordnung ist. Was auch immer geschehen soll, wird geschehen. Was auch immer nicht geschehen soll, wird nicht geschehen. Und niemand kann es ändern. Was ich möchte, dass du änderst, ist deine Einstellung zu all dem. Alles ist gut. Wie ich zuvor schon gesagt habe, wir leben schon seit sehr langer Zeit mit einer bestimmten befleckten oder kontaminierten Einstellung. Also unsere mentale, menschliche Kultur ist durch viele falsche Ideen und Urteile übereinander, Ängste befleckt. Der Stress, der Druck, die Belastung, die übermäßigen Sorgen, der Hass, der auf dem Planeten vorhanden ist. Und das geschieht schon im normalen Leben. Und es wird aber so verborgen oder verkleidet, als ob alles in Ordnung ist. Aber es ist schon seit langer Zeit nicht in Ordnung. Und diese aktuelle Krise, die von so vielen Menschen in der Welt als verheerend betrachtet wird, die Verheerung hat schon vor langer Zeit begonnen. Und es ist eine Verheerung unserer inneren Kultur, unserer Gelegenheit, zur Wahrheit dessen, was wir sind, zu erwachen. Und das Aufkommen des Coronavirus ist ein ziemlicher Schock, aber auch eine ziemliche Chance, ein Aufrütteln für die Menschen, zu erwachen, zu der Realität zu erwachen, was von unserem kollektiven Verhalten und unserer kollektiven Ignoranz erzeugt wird. Es ist nicht nur eine Bestrafung, aber es ist so, als ob das Leben eine bestimmte Menge unserer karmischen Schuld freigibt und wir einen Geschmack dessen bekommen, wie es wirklich werden könnte, wenn es wirklich verheerend sein würde. Diese Warnung ist für uns gekommen, damit wir uns ändern. Und natürlich kannst du sagen, ja, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Weißt du, die Änderung hat bereits begonnen. Als Ergebnis der Kontaminierung, die wir in unser eigenes Menschenreich gebracht haben, und auch der Toxizität, die wir der Erde aufgezwungen haben, die unsere physische Mutter ist. Unsere Mutter in dem Sinn, dass sie sich kümmert, dass sie die Lebensmittel bereitstellt. Die Natur hat so viel bereitgestellt, um das menschliche Leben zu unterstützen. Wir haben uns nicht gut verhalten. Wir haben Mutter Erde auf so viele Weise missbraucht. Aber schaut euch an, was passiert ist, seit wir darauf beschränkt worden sind, zu Hause zu bleiben. Darauf beschränkt worden sind, in gewisser Weise der Natur eine Pause zu verschaffen. Wir haben so viele wunderbare Zeichen gesehen. Die Erde erholt sich. Sogar hier, wo wir auf unserem eigenen Gebiet eingeschränkt sind, wir schauen in den wunderbaren ultramarinblauen Himmel. Die Wolken sehen gesund aus, nicht kontaminiert. Zumindest wir hier, wo wir sind, können das sagen. Die Bäume, denen geht es gut, sie gedeihen, die Blumen kommen heraus, die Tiere kommen hervor, die Kaninchen springen herum, die Schmetterlinge. Wir essen gute Öko-Nahrung für diejenigen, denen das wichtig ist. Viele Dinge, die zeigen, dass das Leben gefeiert wird. Anzeichen dafür, dass das Leben sich um das Leben kümmert. Und wir sind auch an der Reihe, uns zu entgiften von so vielen negativen Gedanken, von so viel Negativität in unserem Leben. Und warum? Damit das Leben wieder aktiviert werden kann, wieder erneuert werden kann. Wir müssen wieder den Aktualisierungsknopf drücken. Und so viele Dinge werden für uns geändert. Wir sind gezwungen, uns zu ändern.
Deshalb sehe ich das so, dass viele wunderbare Dinge kommen werden. Und natürlich werden viele Menschen große Sorgen erleiden, großen Kummer, weil sie vielleicht ein Familienmitglied verloren haben und noch nicht mal zur Beerdigung gehen können. Natürlich, ich verstehe die Belastung, die daraus entsteht, und niemand von uns kann sich sicher davor fühlen. Aber ich kann dir garantieren, dass du als das Leben in Ordnung sein wirst, und es ist möglich und sehr wahrscheinlich, wenn du auf die vielen Zeichen achtest, für die du empfindsamer geworden bist, dass sich dein Leben bereits verbessert. Ich wünsche euch allen gute Gesundheit und ein offenes Herz und jetzt schon ein wunderbares Leben und ein wunderbares Leben, das noch kommen wird hier auf dieser Erde. Aber wir müssen uns mehr darum kümmern, wie wir einander behandeln und auch unseren Planeten, damit wir mit Achtung und Respekt und Verehrung für das höchste Leben. Danke dir. Ich habe ein wenig Zeit hier auf diesem Brief verwandt, aber er hat diese Gedanken in mir ausgelöst. Danke. Danke, Laura. Dear Mooji, Lieber Mooji, welche Worte des Trosts kannst du denjenigen von uns geben, die in diesem Augenblick allein leben, ganz allein? Ich habe keinen Partner und keine Kinder in diesem Moment, einen großen Wunsch, eine Familie zu gründen, und diese Erfahrung führt dazu, dass eine große Angst vor Einsamkeit in mir aufsteigt. Ich möchte gerne deinen Rat hören. Liebe Grüße, Ligia. Es tut mir leid, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Noch einmal, welche Worte des Trostes kannst du denjenigen von uns geben, die in diesem Moment ganz alleine leben? Don't mislabel this opportunity and this experience. Bezeichne diese Gelegenheit und diese Erfahrung nicht mit einem falschen Namen. In diesem Moment allein zu leben, vielleicht hast du noch niemals die Gelegenheit gehabt, ich weiß nicht, wie alt du bist. Es gibt viele Menschen, die selten Zeit mit sich selbst verbracht haben als Erwachsene. Das Leben in unserer Zeit scheint so anspruchsvoll zu sein, so viel Aufmerksamkeit zu verlangen, dass wir beinahe immer unsere Aufmerksamkeit nach dem Aufwachen nach außen gerichtet haben, auf Dinge und Menschen und Tun und Ideen und Kreativität, immer nach außen. Diese sehr kraftvolle Beschränkung hat ihre guten Seiten und auch ihre Belohnungen. Nimm sie so, dass sie dir eine Gelegenheit schenkt, ein wenig zu reflektieren. Als Menschen sollten wir instinktiv über uns selbst reflektieren, unsere Aufmerksamkeit nach innen richten. Deine physischen Augen wurden dazu geschaffen, Dinge auf dieser Seite der Augen anzuschauen. Aber dein Herzverstand ist auch da, um in der Lage zu sein, innerlich wahrzunehmen. Nicht innerlich im Körper. Ich spreche nicht davon, dass du, wenn du deine Augen schließt, dir deine Nieren und deine Lunge anschaust, sondern wenn du deine Augen schließt, erlebst du ein Gefühl des inneren Raums, der inneren Leere. Aber was in unserer Konditionierung zu passieren scheint, ist, dass wir dagegen eine Reaktion haben und sagen, ich kann das nicht ertragen und so weiter. Deshalb würde ich sagen, dass diejenigen, die gezwungen sind, in diesem Moment alleine, einsam zu leben,
the initial reaction from your mind. Halte dich nicht an der anfänglichen Reaktion deines Verstands fest, dass du eingesperrt bist. In der Tat möchte ich, dass du anders darüber denkst. Du bist befreit worden, ein wenig Zeit mit deinem eigenen Selbst zu verbringen, um zu untersuchen, was wirklich da ist. Was ist wirklich da, wenn du mit dir allein bist? Ist das etwas Schlechtes oder ist es etwas Gutes? Das musst du herausfinden. Weil der Verstand so sehr daran gewohnt ist und das so sehr will, sich an Objekte des Begehrens anzuhaften. Der Verstand fühlt sich dann gelangweilt, wenn er sich selbst überlassen ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aller möglicher Unsinn entsteht. Depressionen, Bedenken. Das ist falsch. Das ist nicht wahr. Jemand sollte für sich selbst am glücklichsten sein. Wenn du glücklich bist, wenn du mit dir allein bist, wirst du wahrscheinlich auch in der Lage, glücklich zu sein, wenn du mit anderen bist. Und glücklich, weil du andere nicht brauchst, nicht von ihnen abhängig bist. Das ist nicht gut für einen Menschen, wenn dein Leben, dein Glücklichsein davon abhängt, an anderen Menschen anzuhängen. Und du solltest andere auch nicht ersticken, du solltest ihnen den Raum geben. Und wenn du einen klaren und einsichtsvollen Verstand hast, damit du in der Lage bist, deine eigene Gegenwart zu erfahren. Wenn du jemand bist, der sehr bedürftig ist, dann beraubst du andere ihres eigenen Raums, ihrer eigenen Gesundheit. Nutze deshalb diese Zeit, Ligia, um einfach still zu sein. Du bist vielleicht nicht in der Lage, das zu tun. Und deshalb habe ich einige Videos gemacht. Wenn du die dir auf dem Internet anschaust, du kannst Mooji eingeben und dann werden dir viele Videos gezeigt. Ich nenne diese geführte Meditation. Eine davon ist die Einladung zur Freiheit. Es gibt weitere ganz einfache Meditationen. Wenn du dir die anhörst, dann wird dir das helfen. Dann musst du das dir nicht selbst ausdenken, sondern diese Worte leiten dich an, einfach wenn du zuhörst. Und du wirst dich viel ruhiger in dir selbst fühlen. Du wirst die Aufmerksamkeit von Angst und Stress ablenken und du wirst tiefer in den Frieden des Herzens geführt werden. Und wenn du so weiter zuhörst und den Anleitungen folgst, dann wirst du feststellen, dass was auch immer für Angst oder Stress oder Sorge da war, durch ein größeres Gefühl des Friedens, des sich Erweiterns ersetzt werden und durch Freude und Stille. Wäre das nicht wundervoll? Ich verspreche dir, dass wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, einige Videos schaust, die Kontemplationen sind. Du brauchst ja nicht nur meine Videos anzuschauen, sondern alle Videos, die dich berühren. Ich kann über meine nur sagen, dass sie bereits online vorhanden sind und dass du sie dir anschauen kannst. Du sagst, ich habe in diesem Moment keinen Partner und keine Kinder. Einige Menschen werden vielleicht sagen, was für ein glücklicher Mensch. Diese Frau hat wirklich Glück, sie hat keinen Partner und keine Kinder. Nicht alle auf der Welt werden einen Partner und Kinder haben. Das ist nicht für jeden von uns bestimmt. Aber ich verschließe diese Tür für dich nicht. Es wird kommen, wenn es dir bestimmt ist. Sogar wenn du nicht danach suchst. Richte deine Aufmerksamkeit zuerst darauf, was jetzt gefunden werden muss. Lasse diese Dinge für einen Moment beiseite, damit du tiefer schauen kannst auf dein eigenes Selbst, bevor du dir andere Menschen anschaust und deren Leben störst. Schau dir zuerst deine eigene Natur an, entdecke deine eigene Schönheit. Keine Ego-Schönheit, sondern die Schönheit der Stille, des Friedens, die du in dir selbst entdecken kannst. Wenn du das zuerst findest, ich werde mich dafür einsetzen und dir sagen, dass alles, was danach kommen wird, dass du das schön finden wirst. Aber finde zuerst das Königreich Gottes in deinem eigenen Selbst und andere Dinge werden im gleichen Licht kommen. Du sagst, ich habe keinen Partner und keine Kinder in diesem Moment. Einen ungeheuren Wunsch, eine Familie zu gründen. Und diese Erfahrung führt dazu, dass eine große Angst vor Einsamkeit in mir aufsteigt. Bitte verschwende nicht deine Zeit.
Verschwende deine Zeit nicht. Das ist Dummheit. Es ist nicht so, als ob es ist kein Automat, in dem du Geld reintust und dann kommt eine Familie heraus. Wenn eine Familie dir bestimmt ist, dann wird sie kommen, aber warte nicht darauf. Es gibt größere Dinge im Leben, als darauf zu warten, dass du glücklich wirst, dass sich jemand in dich verliebt oder mit dir Kinder macht oder dass du für jemanden Kinder gebärst. Das ist eine Fantasie, die dir das Leben raubt. Sei lebendig, du bist das Leben selbst. Verstehst du? Diese Sache, einen ungeheuren Wunsch, eine Familie zu gründen, das kommt für viele Leute. Für Frauen kann das sehr stark kommen. Da kommt eine Zeit, wo sie das Gefühl haben, ich muss jetzt ein Kind haben, ich bin soweit, ich bin bereit. Aber das ist stark durch unsere eigenes emotionales Gefühl des Mangels aufgepumpt sozusagen. Das Gefühl, dass du so, wie du bist, nicht wichtig genug bist, dass du nur wichtig sein kannst, wenn du eine Mutter bist und neue Rollen spielen kannst. Du hast mir geschrieben und ich sage dir, verschwende deine Zeit nicht damit. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich habe das Gefühl, dass du Zeit hast dafür. Aber heute, da hast du Zeit dafür, um anzufangen, diesen wunderbaren Raum zu nutzen, den Gott um dich herum geschaffen hat. Er hat eine Menge von dem Müll herausgeworfen um dich herum und jetzt hast du Raum, um über dich etwas herauszufinden, bevor du etwas über andere Menschen herausfindest. Nicht du persönlich, dein persönlicher Verstand verursacht jede Menge Ärger. Aber im Herzen deines Geistes befindet sich ein Herzverstand, ein Verstand, der sich in Harmonie mit deinem Herz befindet. Verwende etwas Energie darauf, das zu entdecken. Ich spreche keine leeren Worte, ich schicke dich nicht in die Wildernis. Videos sind dafür sehr gut geeignet. Es gibt auch Bücher, es gibt YouTube und all diese Dinge. Weißt du, es gab da eine Zeit auf dem Planeten, in der all diese Dinge nicht vorhanden waren. Du konntest nicht mal Bücher finden. Das Beste, was dir passieren konnte, war jemand zu finden, der dir etwas darüber sagen konnte, weil er von jemand anders gehört hatte. Jetzt kannst du zu YouTube gehen, Videos anschauen. Und ich sage dir auch, meine eigenen Videos dienen dazu, dich anzuleiten, dein eigenes Selbst zu finden. Sie sind kostenlos. Und es gibt auch andere Menschen, die Meditationen und Übungen anbieten. Was auch immer für dich geeignet ist, was auch immer dir Freude macht, das wird dir helfen, anzufangen und aus diesem Zustand herauszukommen. Du hast keine Notwendigkeit, ein Mensch zu sein, der voller Kummer ist. Ich lese hier nichts, was sagt, dass dieser Mensch es verdient, unglücklich zu sein. Ich frage mich, warum du überhaupt traurig sein solltest. Manchmal bezeichnen wir unsere Erfahrung mit den falschen Begriffen und die Gelegenheiten, die das Leben dir bringt. Und du sagst, es geht nicht so, wie ich es möchte, und du gewöhnst dich daran, dich zu beschweren. Ich meine das nicht persönlich, ich sage das ganz allgemein. Du hast jede Menge gute Dinge in deinem Leben. Ich wünsche dir das Beste, Lydia. Ich liebe dich. Sei gesund und glücklich. Dear Mooji, lieber Mooji, bitte hilf mir, frei zu sein. Ich habe Schwierigkeiten. Ich werde schon bald 73 sein. Ich lebe allein. Ich habe keine Sorgen, ich bin in Frieden, aber ich bin nicht frei. Wenn ich zu meditieren versuche, wandert mein Verstand zu nutzlosen Dingen ab. Hör mir zu, wir alle kennen das. Alle, die versucht haben zu meditieren, die versuchen, nach innen zu gehen und sich selbst zu entdecken, ihr stellt fest, dass euer Verstand alle möglichen Schwierigkeiten erzeugt und deine Aufmerksamkeit abzulenken versucht. Es ist beinahe so, als ob da etwas in dir ist, das nicht zu der Wahrheit dessen, was du bist, erwachen willst. Wenn da ein Unsinn im Außen ist, dein Verstand dich zu einer Fantasie bringt, dich ermutigt, zu dieser Dinge zu gehen. Aber am Anfang ist das so, wenn du versuchst, dich selbst zu entdecken. Am Anfang. Ich werde diesen zweiten Teil lesen. Bitte hilf mir, frei zu sein. Ich habe Schwierigkeiten. Ich werde schon bald 73. Ich lebe allein.
Ich habe keine Sorgen, ich bin in Frieden, aber ich bin nicht frei. Wenn ich zu meditieren versuche, wandert mein Verstand zu nutzlosen Dingen ab. Warum sagst du dann, dass du Frieden hast, dass du keine Sorgen hast? Aber ich habe keine Sorgen, ich bin in Frieden, aber ich bin nicht frei. Also etwas hat das Gefühl, nicht frei zu sein. Du benutzt das Wort Ich recht häufig. Du sagst, ich habe Schwierigkeiten, ich bin bald schon 73, ich lebe allein. Ich habe keine Sorgen, aber ich bin nicht frei. Ich. All diese Verwendung dieses Begriffs Ich, den du benutzt, der bezieht sich noch nicht auf dein wahres Selbst, sondern auf deine Ego-Identität, wie es für die meisten Leute in der Welt der Fall ist. Wenn du Ich sagst, sprichst du von einem Ort der Konditionierung, von einer starken Identifizierung mit dem Körper, den du für dich selbst, für dein Haus hältst. Und das ist natürlich keine Freiheit. Aber wo ich hier meinen Hinweis daraus erhalte, ist, wenn du sagst, aber ich bin nicht frei. Etwas ist sich dessen bewusst, sogar des Gefühls, ich bin nicht frei. Im Moment glaubst du diese Dinge. Dieses Ich, das wahre Ich, ist keine 73 Jahre alt. Es ist zeitlos. Ich lebe allein. Es ist allein, aber es ist allein als alles. Es ist das universelle Bewusstsein. Ich habe Schwierigkeiten. Das wahre Selbst hat keine Schwierigkeiten, das werde ich dir sagen. Bitte hilf mir, frei zu sein. Es ist immer frei. Es ist so frei, dass es nicht einmal weiß, was frei bedeutet. Ich habe keine Sorgen, ich bin in Frieden, aber ich bin nicht frei. Wenn ich zu meditieren versuche, wandert mein Verstand zu nutzlosen Dingen ab. Was ist Meditation? Was ist das Ziel der Meditation? Das Ziel der Meditation ist dein wahres Selbst zu entdecken. Sogar der Akt des Meditierens wird bereits von deinem wahren Ort beobachtet. Aber du bist dir dessen nicht bewusst, dass es dein wahrer Ort ist, und du bezeichnest es als deine Person. Es ist nicht deine Person. Sogar wenn der Verstand zu nutzlosen Dingen abwandert, ist sich etwas dessen bewusst. Was passiert, wenn der Verstand abwandert und sich vorübergehenden Dingen, transienten Dingen zuwendet? Was ist das Problem damit? Das Problem ist, dass du nicht willst, dass der Verstand das macht. Und außerdem bist du im Moment noch zu stark mit dem Spiel des Verstands identifiziert. Der Verstand kann nicht ohne denjenigen existieren, der sich des Verstands bewusst ist. Du bist das, was sich des Verstands bewusst bist. Der Verstand kann ohne dich nicht existieren. Aber du kannst ohne diesen Verstand, ohne dieses Spiel des Verstands existieren. Das sagt schon etwas. Wenn ich versuche zu meditieren, wandert mein Verstand zu nutzlosen Dingen ab. Wenn ich zu meditieren versuche, wenn du versuchst, deinen Verstand einzusetzen, um etwas zu tun, etwas zu finden, dann sagt er, nein, ich möchte da drüben hingehen und spielen. Das ist so, weil du noch nicht erkannt hast, dass derjenige, der sagt, wenn ich versuche zu meditieren, dieses Ich, wenn ich zu meditieren versuche, dieses Ich beruht auf Persönlichkeit. Das wahre Ich ist Bewusstsein. Das Bewusstsein braucht nicht zu versuchen zu meditieren. In der Tat versucht die Person zu meditieren, um das Bewusstsein zu erreichen, was du bist. Reflektiere darüber. Ich beende deinen Brief. Bitte hilf mir, frei zu sein, mein Ego zu überwinden, Gottes Gegenwart mit jedem Atemzug zu spüren. Dein lang verlorener Deep Bra. Bitte hilf mir, frei zu sein. Ich sitze hier, ich lese diese Briefe. Ich bemühe mich, die Missverständnisse, die Ablenkungen aufzuzeigen, die dir das Gefühl geben, nicht frei zu sein.
Freiheit ist ein Synonym für deinen eigenen natürlichen Zustand. Aber wir glauben das nur selten, weil wir eine falsche Identifikation mit dem Körpergeist entwickelt haben und der Körpergeist niemals stabil ist. Er fluktuiert immer. Du bist dir dieses Umhergehens von Körpergeist bewusst. Du, der du diese Bewegung beobachtest, du bewegst dich nicht. Das, was sich nicht bewegt, aber sich das Gefühl des Kommen und Gehens der Dinge bewusst ist, das ist das Selbst. Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf dieses stille und immerwährende Selbst. Richte immer zunehmende Aufmerksamkeit auf diesen stabilen, reinen Zustand des Seins und du wirst die Faszination, die Gewohnheit verlieren, dem Verstand so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ich wünsche dir das Beste, Bar. Dear Mooji, through this situation right now, I am meditating durch diese Situation im Moment meditiere ich am Tag viele Male. Mein Verstand mag das nicht und wird verrückt. Ich habe das Gefühl, verrückt zu werden, meinen Verstand zu verlieren. Kannst du bitte darüber sprechen? Vielen Dank. Mit ganz viel Liebe, SW Shanti Kasha. Durch diese Situation im Moment, ich gehe davon aus, dass du über die Situation mit Covid-19 sprichst, die im Moment in der ganzen Welt herrscht. Durch diese Situation also meditiere ich viele Tage am Tag. Das ist das, was daraus entsteht. Diese Dinge bringen vielen Menschen Sorgen. Und diejenigen, die sich hingezogen fühlen zur Selbsterkenntnis, zu Gott, zur Wahrheit, die werden stimuliert, tiefer zu schauen. Die suchen nicht nur nach oberflächlichen Ablenkungen, oder nach einer Art Unterhaltung oder so etwas, sondern sie nutzen dies, sie fühlen sich gezwungen, nach dem zu suchen, was jenseits all dieser Dinge liegt. Und das ist das, was in deinem Fall passiert. Du sagst jetzt, mein Verstand mag das nicht und er wird verrückt. Das ist eine sehr gute Einsicht, was du mir sagst. Warum sollte dein Verstand nicht mögen, dass du meditierst? Was ist falsch daran zu meditieren? Wenn wir viele dumme Dinge denken, dann wird der Verstand nicht verrückt. Er ist auf andere Weise verrückt, eine akzeptable Verrücktheit. Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, um die Wahrheit zu entdecken, um eine tiefere Realität eines Selbst zu entdecken, dann ist es so, als ob der Verstand, der psychologische Aspekt des Verstands, der Ego-Verstand, das nicht mag. Es ist als ob wir in uns eine Kapazität haben, eine Kraft, die nach dem Gutsein, nach dem Wachstum, nach der guten Entwicklung strebt, nach einer richtigen, gesunden, harmonischen Weise, liebevollen Weise, wahrhaftigen Weise. Und da ist ebenfalls eine entgegengerichtete Kraft, die unsere Aufmerksamkeit auf dem weltlichen Leben zu halten wollen scheint. Und die mit selbstsüchtigen Sorgen beschäftigt ist. Das ist das, was du transzendieren oder überwinden musst. Weißt du, Jesus sagt in der Bibel an einer Stelle, er spricht zu seinen Schülern und er sagt, vertraue auf Gott, aber vertraue auch auf mich, denn ich habe die Welt überwunden. Er hat nicht gesagt, ich habe die Welt übermächtigt, sondern ich habe sie überwunden. Das bedeutet zu transzendieren. Was bedeutet es zu transzendieren und was ist die Welt, von der er spricht? Der Verstand, der Ego-Verstand. Es ist der Ego-Verstand, dem es nicht gefällt, dass du meditierst. Er fühlt sich durch Meditation bedroht. Denn wenn du meditierst, findest du vielleicht Gott, findest du vielleicht Wahrheit. Und der Ego-Verstand wird dann verrückt, weil er nicht wahr ist.
So ist das. Ich spreche seit vielen Jahren darüber. Jetzt stelle ich fest, dass so viele Menschen dies entdecken. Während du auf deiner spirituellen Reise reifst, in der Selbstentdeckung, erlebst du diese Dinge. Verrückter Verstand. Ein verrückter Verstand, der versucht hat vorzugeben, er wäre ein intelligenter Verstand, ein sexy Verstand, ein schöner Verstand. Aber wenn du sagst, oh, was ist denn mit dem spirituellen Verstand, dann sagt der Verstand, oh, mach dir darüber keine Gedanken. Er will nur die egoistische Anerkennung. Aber diese Dinge sind Unsinn, die sind nicht einmal wirklich wahr. Sie werden nur geglaubt und der Glauben daran gibt ihnen Macht. An und für sich haben sie keine Macht. Diese Gedanken haben keine Macht. Etwas Besonderes zu sein, dies und das zu sein, das hört sich sehr verlockend an, sehr fesselnd für die menschliche Aufmerksamkeit. Aber in einer Zeit der Krise bist du an diesen Dingen nicht interessiert und du beginnst die Albernheit, die Trivialität des Ego-Minds, Ego-Verstands zu erkennen. Jetzt suchst du nach etwas, was tiefer ist, denn dein Leben ist bedroht und dein Ego-Verstand kann dir nicht helfen. Und das ist der Grund, warum viele Menschen sich einer höheren Macht zuwenden, höher als dem Ego-Verstand. Noch einmal, ich meditiere am Tag viele Male. Meinem Verstand gefällt das nicht und er wird verrückt. Ich habe das Gefühl, meinen Verstand zu verlieren. Was meinst du damit? Manchmal ist es dir eine gute Sache, deinen Verstand zu verlieren. In der Welt, wenn wir darüber reden, unseren Verstand zu verlieren, sagen die Leute, man wird verrückt. Und du benutzt dieses Wort. Du glaubst, den Verstand zu verlieren bedeutet herumzulaufen und zu sagen. Aber die wahre Bedeutung bedeutet, dass die Herrschaft des psychologischen Verstands verloren geht. Er hat dich umhergeschubst. Aber weil du glaubst oder vergessen hast, wer du bist, glaubst du, dass du das bist, der sich bewegt. Und wenn du so hin und her geschubst wirst, fühlst du dich selten in deinem Leben stabil. Und deshalb, wir identifizieren uns immer noch aus Gewohnheit damit, aber in einer Zeit wie dieser, in der du entschieden hast, deine Aufmerksamkeit tiefer hinter den Vorhang des Verstands zu richten, der Verstand rebelliert dann. Er sagt, du kannst mich nicht verlassen, wir gehören zusammen. Aber zu wem spricht er denn? Ich werde dir sagen, zu wem er spricht. Er spricht zu der Idee, die du von dir hast, nicht zu deinem wahren Selbst. Das ist das, was ich darüber zu sagen habe. Ich habe das Gefühl, meinen Verstand zu verlieren. Kannst du etwas darüber sagen? Der Verstand selbst verhält sich so, als ob er verrückt wird. Du wirst nicht verrückt. In der Tat wirst du geistig gesund. Nicht verrückt, sondern geistig gesund. Das bedeutet, dass jeder, der die Wahrheit über sich selbst entdeckt, aus einem Traum erwacht, in dem er nur einen kleinen Prozentsatz seines Potenzials, seiner Möglichkeiten lebt. Du machst die richtige Sache, Shantikasha. Du machst es richtig. Du sagst, durch diese Situation im Moment, die Weltsituation, viele Menschen scheinen in Panik zu geraten, nicht jeder. Viele Menschen scheinen sich in Panik zu befinden, sie sind verstört, sie haben Angst, sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Du sagst, ich meditiere viele Male am Tag. Das ist sehr gut. Ich wünsche mir, dass ich von dir hören könnte, worum es sich bei deiner Meditation dreht, was der Zweck deiner Meditation ist. Hier sprechen wir nicht so sehr von Meditation, weil das ein sehr breiter Begriff ist, sondern wir sprechen über Selbstergründung. Das bedeutet, die wahre Natur deiner selbst zu ergründen. Und ich kann das im Moment nicht in den Einzelheiten besprechen, weil ich viele Briefe zu beantworten habe. Aber wenn du dir meine Videos, meine Gespräche anhörst, dann wirst du dich mehr daran gewöhnen, vertrauter damit werden, mit deiner eigenen Reise der Selbsterkenntnis. Das ist das Wunderbarste. Und wenn du dich selbst authentisch entdeckst, nicht nur das Ego,
Denn das Ego gibt auch vor, nach dem Selbst zu suchen, aber in Wahrheit sucht es nicht. Sondern wenn du ernsthaft und wahrhaftig nach der Wahrheit suchst, deshalb reagiert dein Verstand. Er sagt, geh dort nicht hin, er versucht dich abzulenken. Lass uns nach draußen gehen, lass uns ins Kino gehen, Pizza essen. Aber bitte wende dich nicht nach innen, denn wenn du dich nach innen wendest, dann fühle ich mich bedroht, ich mag es nicht. Und wenn du daran gewöhnt bist, den Beschwerden deines Verstands zuzuhören, dann wirst du dem nachgeben. Aber nach einer Weile wirst du dessen müde werden, den Schwächen des Verstands, der Gewieftheit des Verstands nachzugeben. Deshalb möchte ich dich ermutigen, deine Meditation fortzusetzen. Recherchiere Selbstergründung, schau dir einige der Videos an, die wir haben, und schau mal, ob dich das anspricht. Ich wünsche dir das Allerbeste, Shantikasha, alles Liebe. Sehr gut. Dear Master Mooji, Lieber Meister Mooji, ich bin am 25. März 70 Jahre alt geworden. Was wäre, wenn mein Zweck darin besteht, schwer krank zu sein und ein Beispiel des Mutes unter Befeuerung zu sein, anderen zu zeigen, wie man mit Dankbarkeit, Würde und Gnade stirbt? Oder das Gegenteil, zu überleben, um die Geschichte zu erzählen. Wie weiß man, was der eigene Weg ist? Um das Leben kämpfen oder die Waffen niederlegen? Ich flüstere deinen Namen jeden Abend, damit ich schlafen kann. Dank Gott, dass du hier bei uns bist, für uns da bist. Deine Schülerin Rosetta. Ich werde deinen Brief noch einmal lesen. Ich bin am 25. März 70 Jahre alt geworden. Was ist mein Zweck im Leben? Ist es, schwer krank zu sein und ein Beispiel für Mut in schwierigen Situationen zu sein? Was bedeutet das? Mut unter Befeuerung. Wenn wir uns die gegenwärtige Situation ansehen, die für viele Menschen real ist, die Möglichkeit, sich anzustecken, eine Krankheit zu bekommen und vielleicht sein Leben zu verlieren. Du sagst also, was wäre, wenn mein Zweck darin besteht, schwer krank zu werden und ein Beispiel dafür zu sein, für den Mut in einer schwierigen Situation, in der andere Menschen nachgeben. Ist das dein Lebenszweck, anderen zu zeigen, wie man mit Dankbarkeit, Würde und Gnade stirbt? Also im Moment bei dieser Panik in der Welt wird niemand deinem Tod irgendwelche Aufmerksamkeit schenken. Sterben ist eine ganz normale Sache geworden. In der Tat war es das schon immer. Aber im Moment findet es überall statt und jeder spricht darüber. Und deshalb denken alle daran. Die Menschen machen sich keine Sorgen darum, ob man jetzt mit Würde oder mit Dankbarkeit stirbt. Sie wollen leben, sie wollen nicht sterben. Es macht also keinen Unterschied, ob du den wunderbarsten, mutigsten Tod sterben wirst. Es geschieht so schnell, dass niemand dem Aufmerksamkeit schenken wird. Oder das Gegenteil. Ist es mein Lebenszweck, zu leben, um darüber zu reden? Wie weiß man, was der eigene Weg ist? Kämpfen, um zu leben? Kämpfen, um unser Leben zu erhalten? Wie willst du das tun? Wie kannst du kämpfen, um zu leben? Oder deine Waffen niederzulegen, aufzugeben, dich zu ergeben? Ich würde sagen, kämpfen, um zu leben, wenn das, wofür du lebst, die Wahrheit ist, nicht nur das biologische Leben. Oder deine Waffen niederzulegen. Das bedeutet, dich zu ergeben, dich hinzugeben, aufzuhören, einen Kampf zu kämpfen. Wenn du dich einfach nur entspannen sollst, sondern dich nicht einem Feind ergeben, sondern dich Gott ergeben, der Wahrheit ergeben, der Existenz ergeben, deinem eigenen innersten Wesen. Das ist wahrer Mut. Das ist wahre Würde. Das ist wahre Dankbarkeit, wenn du dich ergibst deiner eigenen wahren Quelle. Wenn du kämpfst und gegen die Wahrheit kämpfst
oder für die Wahrheit kämpfst. Für die Wahrheit musst du nicht kämpfen. Du musst sie nur entdecken. Während du sie entdeckst, es heißt dir, dass die Wahrheit dich befreien wird. Du musst nicht kämpfen. Ich hoffe, ich habe das behandelt, worum du gebeten hast. Was, wenn mein Lebenszweck wäre, sehr schwer krank zu sein und ein Beispiel, ein Vorbild zu sein, Mut in Schwierigkeiten zu haben und mit Dankbarkeit, Würde und Gnade zu sterben? Ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Du kannst nicht sterben, Rosetta, und du wirst nicht sterben. Das Leben kann nicht sterben. Und der Tod kann nicht leben. Der Tod ist tot, das Leben lebt. Wenn wir das wissen, und zwar über reine, schöne Worte hinaus, wenn du das erfahrungsgemäß in deinem Herzen weißt, dann wird die Angst gehen. Sorgen, Bedenken kommen vielleicht, aber sie werden nicht das Ausmaß von Angst annehmen, weil du dich auch deinem Leben ergeben hast. Du hast deine Existenz der Existenz geschenkt. Du hast dich selbst deiner eigenen Quelle ergeben. Wie wunderbar. Das ist ein Vorbild und das wird nicht übersehen werden. Ein wunderbarer Brief, in dem Sinn, dass du mir die Gelegenheit geschenkt hast, etwas mitzuteilen, und ich sehe von deinem Bild, wie strahlend und freudvoll dein Selbst ist. Und du sagst, ich flüstere deinen Namen jeden Abend, damit ich schlafen kann. Dank Gott, Gott sei Dank, dass du hier für uns bist. Deine Anhängerin Rosetta, ich wünsche dir das Allerbeste. Wunderbar. Für jetzt möchte ich euch für eure Geduld danken und ich hoffe, dass ihr davon Nutzen gehabt habt oder etwas gelernt habt oder euch in eurem Wesen viel mehr entspannt habt, als ihr diesen Antworten auf die Briefe zugehört habt. Ich werde ein weiteres Video machen. Ich werde jetzt eine Pause machen und dann den zweiten Teil beantworten. Ich danke euch so sehr.